Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ich wurde mal unter einem Video gefragt, was ist denn deine Lieblingsorchidee? Welche Orchidee wäre das, wenn du alle abgeben müsstest, die du auf jeden Fall behalten würdest? Tja, und das ist hier diese Isochilus linearis. Wird auch manchmal als Isochilus brasiliensis verkauft, aber linearis ist da schon richtiger. Und was ich mir jetzt in diesem Video gedacht habe, ich wollte jetzt schon längere Zeit mir einfach mal die Pflanze anschauen, wie sie sich denn im Orchitop entwickelt hat. Denn ihr wisst, wir haben jetzt Mitte März, das heißt, das Frühjahr, der Frühling ist in vollem Gange. Ist auch so langsam alles zum Thema Umtopfen. Und außerdem, wenn ihr genau hinschaut, hier in diesem Topf wächst ein Klee. Der Klee hat natürlich nicht so viel mit der Orchidee zu tun. An und für sich schadet er der Pflanze auch nicht. Dürfte auch so ein wunderschöner gelb blühender Klee sein, aber bei der Gelegenheit, wenn ich jetzt die Pflanze hier aus dem Orchitop nehme, können wir uns anschauen, ob es ein paar kaputte Wurzeln gibt. Man sieht, es sind hier und da schwarze Wurzeln vorhanden. Man sieht aber auch hier eine wunderschöne neue Wurzel. Das heißt, beste Bedingungen, neues Wurzelwachstum, neues Pflanzenwachstum. Man sieht hier überall diese frischen Triebe. Bedeutet, die Pflanze wird auch bald blühen. Vermutlich, wenn man sie dann umgetopft hat, wird sie auf jeden Fall richtig fleißig am Blühen sein. Und deswegen ist das jetzt hier der beste Moment, die Pflanze einfach mal aus dem Orchitop herauszunehmen. Eingepflanzt ist sie, wie ihr wisst, in Kolomi. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Packung Kolomi sicherheitshalber bereitgelegt. Falls hier jetzt zu viel Kolomi Ausschuss sein sollte oder zu wenig Kolomi sein sollte, weil einfach zu viele alte Wurzeln entfernt worden sind, kann ja alles sein. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Bei der Gelegenheit kann man dann auch das Orchitop, das ja jetzt schon in den letzten 2 Jahren sehr gelitten hat, ein bisschen dreckig geworden ist natürlich, reinigen. Das empfiehlt sich natürlich, bevor man die Pflanze wieder einpflanzt. Und deswegen holen wir die Pflanze jetzt aus dem Orchitop heraus. Schaut jetzt ein bisschen grob aus, wenn ich das jetzt mache. Ist auch wirklich fest verwachsen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber man sieht auch, ist jetzt egal, ich habe eine Schale hier drunter. Man sieht auch, wie stark sie hier unten verwurzelt ist. Und ich glaube, das ist auch für alle Orchideen-Fans interessant. Wie schauen denn die Wurzeln jetzt aus nach 2 Jahren Kolomi und 2 Jahren Orchitop? Also wirklich gut verwachsen. Aber ihr seht im Vergleich zu zum Beispiel Pinienrinde, das Kolomi ist wirklich sehr sauber. Das heißt, man kann es auf jeden Fall wieder nutzen. Nur diese alten Gammelwurzeln, die muss man wegräumen. Ich habe mir jetzt dazu einfach mal einen alten Karton, den ich noch übrig hatte, genommen. Da kann man natürlich so Feinheiten rausnehmen. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier an die Pflanze herankommen. Ich glaube, wir müssen hier schütteln und rütteln. Ja, so langsam lockert es sich. Und versuchen mal ein bisschen näher zu kommen. Seht euch mal dieses tolle Wurzelwerk hier an. Richtig toll, super gesunde Wurzeln. Also im Verhältnis wirklich wenig kranke Wurzeln, auch auf der Rückseite. Natürlich der Wurzelballen von ganz am Anfang. Die Pflanze habe ich ja jetzt schon seit 5 Jahren, meine ich, 4, 5 Jahren. Der ist irgendwann durch. Aber so eine Isochilus linearis ist ja ein sehr fleißiger eine sehr fleißig wachsende Orchidee, sehr starkwüchsig. Aber schaut mal, hier, das ist wirklich ein richtig kräftiger Wurzelballen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man die eine oder andere gesunde Wurzel kaputt macht. Aber schaut euch mal an, wie viele gesunde Wurzeln hier drin sind. Das ist doch der absolute Kracher. Und das ist praktisch bei jeder Orchidee so, die sich einmal mit Kolomi abgefunden hat oder eingelebt hat. Klingt jetzt ein bisschen negativ, wenn man sagt abgefunden hat. Aber die bilden echt irre, kräftige, gesunde Wurzeln. Das Interessante ist, dass die so pinke Wurzeln hat. So, jetzt muss ich mal gucken, wie man hier beikommt. Also es gibt schon ein paar alte Wurzeln. Ich will aber auch nicht zu viel kaputt machen. Nichtsdestotrotz ist aber wirklich wichtig, dass man so diese alten Wurzeln wegmacht, weil alte Wurzeln gammeln. Halt, ich schmeiße das gleich hier in den Karton.
Und das kann dann natürlich früher oder später für Probleme sorgen, wobei das hier bei dieser Pflanze echt irgendwo noch kein so riesen Thema ist. Aber ich habe da jetzt echt so langsam ein schlechtes Gewissen, da hier alles auseinander zu wursteln, was ja nicht unbedingt förderlich ist. Ich glaube, ich mache das so, dass ich hier nur diese schwarzen Wurzeln herausschneide und herausoperiere, damit hier ein bisschen mehr frische Luft an die Pflanze kommt. So. Hört sich immer so brutal an. Aber selbst hier, wenn ihr seht, so im Inneren des Wurzelbereichs, alles gute Wurzeln. Das heißt, man muss hier ein bisschen feiner arbeiten, damit man das so ein bisschen rausbekommt. Vielleicht reicht es auch, wenn man das kräftig durchspült, ausspült. Kann man auch mit dem Gartenschlauch machen, muss man nur schauen, dass das Wasser nicht zu nass, nicht zu nass, nass ist, Wasser ist immer nass, nicht zu kalt ist. Gerade jetzt am Anfang vom Jahr, wo es draußen noch ziemlich kalt ist, kann das Gießwasser natürlich auch noch deutlich kälter sein. So, vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen kleinen Ableger heraus. Auch wenn das nicht unbedingt das Ziel war. Aber hier wäre zum Beispiel schon mal ein kleiner Ableger. Schauen wir mal, dass das auch dann zukünftig weiter wächst. Und jetzt sehen wir so langsam hier so richtig Erde zwischendrin. Schon, also der ganze Humus durch die zersetzten Wurzeln. Und das muss an und für sich raus. Das heißt, da muss man wirklich mal grob durch. Und was ich ja auch hauptsächlich will, ist, auch wenn das wahrscheinlich ziemlich schwierig ist, den Klee loswerden. So, ich glaube, das Gröbste ist raus, wobei bei Klee, sobald da eine Wurzel übrig geblieben ist, dann wächst er sowieso weiter. Ihr seht, was das hier für eine Aktion ist. So. Und jetzt sieht man hier, was hier an schwarzer Erde rauskommt. Ja, ist schon richtig so zersetzt. Kann auch das Phagnomoos sein, was jetzt letztendlich richtig stark zersetzt ist. Ja, ich glaube, man wird hier nicht um das Rausspülen drum herum kommen. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. So, bei der Gelegenheit habe ich natürlich auch gleich das Orchitop gereinigt. Wenn man schon am Waschbecken ist, das Wasser war wirklich richtig dreckig. Und was man jetzt auch sehen kann, die Pflanze hat natürlich jetzt erstmal Wurzelmasse eingebüßt, macht aber nichts. Ich habe hier noch einen kleinen Ableger, den topfe ich bei nächster Gelegenheit oder direkt im Anschluss an das Video in ein Glasgefäß um als Vergleich. Man sieht jetzt auch, es ist wirklich alles weitestgehend sauber. Das Gröbste ist draußen. Wenn man hier und da noch ein paar kaputte Wurzeln sieht, dann kann man die natürlich noch entfernen. Sowas wie hier, so eine schwarze alte Wurzel kann weg. Man sieht, es sind jetzt hier nur noch diese weißen bis schön rosa, weinroten Wurzeln vorhanden. Das reicht auch voll aus, denn es ist ja jetzt Frühjahr und die Pflanze wird so richtig in das Wachstum investieren, was eben auch hier hauptsächlich bei den Neutrieben der Fall sein wird. Das Orchitop besteht ja aus zwei Teilen, Untersetzer und oberes Teil. Das kann man jetzt schon mal zusammen bauen. Wobei, und da ist jetzt ein Punkt, da ist noch ein Krümel, den sollte man noch wegmachen. Wobei man es natürlich auch getrennt machen kann, weil wenn man jetzt Kolomi einfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass natürlich in den Untersetzer Kolomi hineinfällt. Und deswegen, das kann dann schon sein, dass das dann eben noch einmal auseinandergebaut werden muss. Und das ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich.
So eine Pflanze wie diese Isochilus hat eine bestimmte Wuchsrichtung. Sie kann allerdings auch in alle anderen Richtungen wachsen. Deswegen tendenziell die Wuchsrichtung ist da, wo die ganzen Neutriebe kommen. Solltet ihr die Pflanze etwas weiter vom Rand setzen, nicht ganz an den Rand, wie man das bei anderen sympodial wachsenden Orchideen macht, so dass sie dann praktisch links und rechts überall noch austreiben kann. Jetzt setzt man sie dann so ein, dass sie etwas weiter unterhalb des Randes ist. Und dann füllt man das Ganze einfach nur mit Colomi ein. Ich baue es jetzt nochmal zusammen. So. Welche Farbe von Colomi ihr nehmt, ist eigentlich nicht wichtig in dem Fall. Das ist eine Geschmackssache. Wenn ihr so ein buntes Orchitop nutzt, dann fällt das bunte Orchideengranulat, in dem Fall Colomi, natürlich nicht sonderlich auf. Und dann füllt man das einfach hinein. Ganz simpel und ganz einfach. Ihr kennt es aus den anderen Videos. Und dann ist das Ganze auch schon eingepflanzt. In dem Fall, da ich die Pflanze ja die Wurzeln gespült habe, muss man jetzt erst einmal nichts gießen. Das heißt, wir haben heute Montag. Ich würde erst spätestens frühestens ab Donnerstag, also 2-3 Tage später, würde ich mit dem Gießen anfangen. Kann man ruhig noch ein bisschen nachdrücken. Und dann ist genau das nämlich gewesen, was ich euch gesagt habe. Wenn man sie einpflanzt, wird aufgrund dessen, dass das feine Colomi ja fein ist, in den Untersetzer ein bisschen Colomi hineinfallen. Das klebt jetzt natürlich dran, weil der Untersetzer nass ist. Und dann setzt man das Ganze wieder ein. Und dann wisst ihr, was ich für eine Lieblingsorchidee habe, nämlich die Isochilus linearis. Die ist jetzt umgetopft, die ist für die neue Saison vorbereitet. Und ihr habt gesehen, wie gut das Wurzelwachstum in Colomi ist bei den Orchideen. Das war ja richtig viel Wurzel. Man kann es nochmal anschauen. Hier ist ein Teilstück, was ich abgemacht habe. Das ist wirklich sehr viel Wurzel. Eventuell ist da sogar noch ein kleines aktives Rhizomstückchen, was man eben einpflanzen könnte. Und daraus könnte eventuell dann sogar noch was herauswachsen. Ich vermute mal, dass das nicht passiert. Testen können wir es gerne. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen, Colomi, Orchideen allgemein, Kultur von Orchideen, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Wetter bleibt so, dann kann man wieder weiterhin schöne Videos draußen machen. Bis dahin, tschüss, genießt das Wetter. Schönen Tag noch. Und wer sich jetzt berechtigterweise fragt, was ist denn jetzt mit dem alten Colomi, schmeiße ich das jetzt einfach weg? Nein, das könnt ihr wieder nutzen, aber wichtig ist, dass ihr zunächst einmal diese groben Teile herausnehmt. Ja, und wenn das geschehen ist, dann könnt ihr das ganz einfach durchspülen. Ihr nehmt einfach das Colomi. Und jetzt gehe ich davon aus, Colomi ist schwerer als Wasser und das andere Zeug ist leichter als Wasser. Und ihr seht auch schon, hier oben schwimmt jetzt das, was leichter ist als Colomi. Und so könnt ihr dann auf jeden Fall nach und nach das Ganze sauber machen. Natürlich hängt das auch davon ab, wie viele kleine Bestandteile da drin sind. Und ihr seht auch schon deutlich, das Leichte oder die Pflanzenteile, die sind leichter als Wasser. Die schwimmen hier drin und das Colomi ist hier unten. Und deswegen könnt ihr das dann eigentlich ganz leicht sauber machen. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Colomi rein. Dann ist das gleich noch viel auffälliger. Natürlich müsst ihr das jetzt nicht mit so einer Wasservase machen. Aber ihr seht jetzt schon, das Colomi ist hier auf jeden Fall unten. Hier. Und da oben schwimmt dann der leichte, der organische Teil, der leichter ist als das Colomi. Colomi ist ja mineralisch. Und dann könnt ihr das richtig schön sauber machen. Und da das ja jetzt noch ein bisschen schmutzig ist, wird das jetzt nicht gleich so klappen, wie ich es euch zeigen möchte. Nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt ein bisschen durchgereinigt hat, dann seht ihr schon, habt ihr hier mehr oder weniger das saubere Colomi. Und das könnt ihr wieder ganz problemlos für eure Orchideen nutzen. Ihr seht, wie schmutzig das Wasser jetzt aktuell ist. Das sind alles diese Pflanzenbestandteile, die im Substrat drin waren. Die heißt es rauszuspülen. Und mit ein bisschen Geduld schafft man das auch. Und dann kann man das Colomi wieder ganz problemlos nutzen. Ihr seht,
wenn ich jetzt hier einfach reingreife, ist dann praktisch nur noch Kolomi übrig. Da und dort natürlich ein paar kleine Teile von den Pflanzen, aber so könnt ihr es wieder einsetzen. So, ich habe das jetzt schon ein paar Mal durchgespült und jetzt seht ihr auch kaum noch Pflanzenbestandteile drin. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich nur noch das Kolomi und das lässt sich dann noch die kleinen Teile mit einem groben Sieb ganz einfach herausspülen und das Kolomi bleibt dann praktisch im Sieb hängen. Und ihr seht auch, das Wasser ist jetzt auf jeden Fall schon deutlich sauberer und das Kolomi praktisch wiederverwendbar. So einfach kann es sein.